alte Volkswagen. Eigentlich wollte ich ursprünglich immer nur einen T1 haben. Den habe ich gehabt und dann habe ich quasi den Käfer noch gebaut. Und der eigentlich auch für die Straße gedacht war. Nur zum ganz normalen Alltag fahren. Und dann ist es so geworden. Baujahr 59 Käfer, ein Sondermodell eigentlich, den gab es so in der Farbe nur ein Jahr lang in Keramikgrün. Also glaube ich sehr selten. Ja, eigentlich hat er Winker, müsste er haben vom Baujahr her, aber durch das, dass es ein schwedisches Fahrzeug ist, hat er da schon keine mehr. Deswegen ist er ohne, obwohl es ein Dickräumer ist, also 59er. Ja. Ich bin Ulrich aus Großbach und zeige euch heute meinen Käfer. Ja, ich war auf der Suche nach einem Typ 3 und habe dann zufällig diesen Käfer gefunden, der irgendwie sehr armselig ausgesehen hat, also auf den Fotos. Und ich dann dachte trotzdem, dass ich den hole, warum auch immer. Und dann habe ich den gekauft in München, da sah er wirklich aus, wie wenn er nie wieder fahren würde. Und da habe ich den dann mit heimgebracht und dann mit einer, immer noch davon ausgegangen, dass ich ihn eigentlich wahrscheinlich schlachten muss, weil er wirklich schlecht war. Und umso mehr ich den zerlegt habe und angefangen habe, was zu machen, ist er immer besser geworden. Es war viel besser, das Auto, wie ich ursprünglich dachte. Und dann ist es halt so entstanden, eigentlich wie gesagt zum Fahren, also ganz normal als Alltagsfahrzeug und über die Community quasi irgendwie immer mehr dazu gekommen, okay, doch eine andere Achse, also das Auto tiefer legen und doch eigentlich dann noch tiefer und die Bodengruppe dann abändern, dass der wirklich tief wird, den Motor erhöhen. Ich habe dann halt vorne, darf man das sagen, vorne dann eine Dockback-Achse eingebaut, also Luftfahrwerk umgebaut, hinten mit links und rechts ein Luftwerk umgebaut. Und dann, wie gesagt, gemerkt, dass es nicht so tief geht, wie ich es eigentlich haben will. Und dann hat es angefangen, eben Bodengruppe abzuändern und den Motor höher zu legen. Ja, und also die Bodengruppe wird geändert, indem man der hat mal hinten so Sitzmulden für die Füße. Und dass man halt mehr Platz hat und die werden quasi glatt gemacht, dass man eben noch tiefer kommt. Und wegen noch tiefer muss der Motor dann höher, dass die Pendelachse nicht ganz so schräg ist, dass man eben auch tief fahren kann, nicht nur stehen kann, sondern wirklich auch tief fahren kann. Die Vorderachse ist eine Dockback-Achse, eine verstellbare Achse mit einem Luftbalg. Die hat als Besonderheit nur einen Luftbalg vorne, ist 4 Zoll schmäler und die habe ich eben gewählt, weil die besonders tief geht, dass ich einfach komplett runter kann auf den Rahmenkopf quasi mit dem Auto, dass er wirklich vorne aufliegt und nicht der Stoßdämpfer nachher das Problem wird zum ganz tief kommen. Innenraum habe ich komplett original gelassen und wollte ich auch. Das sind tatsächlich die originalen Sitze, alles genau so wie es war. Und ich wollte das auch so belassen, also ich habe ihn auch explizit hinten nicht neu bezogen, deswegen ist er hinten gerissen, weil ich einfach die komplett originale Innenausstattung behalten wollte. Das Einzige ist der Himmel, den musste man neu machen, weil da war Salpeter und alles. Und also der war richtig ekelhaft, der musste raus. Und den habe ich neu gemacht, aber sonst ist alles original. Das war zwar total versifft, aber hat man dann eben wieder reinigen können. Das einzige was geändert ist, ist der Schalthebel. Das ist so eine kurze Schaltung, Jean-Berg-Shifter, eigentlich nicht unbedingt für 30 PS gedacht, aber sieht schön aus.
allgemein sehr viel Originallack auf dem Fahrzeug. Ich wollte dann auch, das war ja natürlich auch so ein Anspruch, den so original wie möglich zu halten, den Lack. Und ist ja relativ gut gelungen. War zwar extrem viel Arbeit, weil die Kotflügel komplett abgerostet waren und die Trittbretter, alles war abgerostet und die habe ich dann ersetzt mit anderen Kotflügeln, die Anschraubkante eingeschweißt und es hat in mühsamer Kleinarbeit mit dem Dremel quasi den Rost rausgeschliffen und dann genau da angesetzt, dass man wirklich nur ein paar Quadratzentimeter nachher nachlackieren muss und man es einfach nicht sieht, dass der nicht mehr komplett neu, also Originalzustand ist. Die Räder sind tatsächlich eine sehr alte Felge, die aus den 70ern, brasilianische Felge, Superseiten. Und die habe ich damals ganz spontan gefunden in Bagnet, in irgendeinem Forum. Da hat die eine ausgeschrieben aus Zürich. Und bin dann, weil die ja sehr gefragt sind, irgendwie mittags direkt nach Zürich gefahren, habe die da geholt. Und die waren ursprünglich schwarz lackiert und habe die dann eben aufpoliert, so gut das eben bei einem Rad, das 60 Jahre in Brasilien auf der Landstraße verheizt worden ist, geht. Und es ist ja auch natürlich gegangen. Also ursprünglich 6 Volt Fahrzeug, aber ist jetzt auf 12 Volt umgebaut. Das ist auch kein großer Aufwand, meinen viele, ist aber nicht. Das ist eigentlich nur die Lichtmaschine und die Zündspule, was man wirklich ändern muss. Ja, Börnchen und so halt, aber es ist kein großer Aufwand. Lichtmaschine ist selten zu kriegen, aber geht. Eigentlich hätte ich es gelassen, aber erstens ist das Licht natürlich cooler, also es ist deutlich heller mit dem 12 Volt, war aber gar nicht so der eigentliche Grund ist der Kompressor fürs Airrad, dass der eben auf 12 Volt lag und dafür habe ich das dann umgebaut. Auch mit der größeren Lichtmaschine, da gibt es ja auch unterschiedliche und dann deswegen, das war eigentlich dann der Grund auf 12 Volt umzubauen, dass ich das Airrad richtig vernünftig betreiben kann. Der blinkt hinten rot, weil er eben keinen Blinker hat, weil ich quasi weil das Bremslicht in dem Moment, wo ich blinke, den Blinker übernimmt auf der Seite, auf der ich blinke und das eben von der Relaissteuerung gemacht wird. Spiegel sind auf dem Kotflügel, weil das wiederum auch daran liegt, dass es ein schwedisches Fahrzeug war. Der hatte gar keine Spiegel und ich wollte nicht diese Türbolzen zerquälen, weil die alt sind und wenn ich da jetzt gequält hätte, hätte ich wahrscheinlich Lack zerstört. Und da ich trotzdem ein bisschen Spiegel haben wollte, habe ich dann die Spiegel vorne drauf gemacht, die eigentlich also für meinen Geschmack schöner aussehen, aber eigentlich nicht zum Baujahr gehören. Aber wie gesagt, wollte halt nichts kaputt machen und deswegen dann auch vor allem die Entscheidung, die Spiegel ganz vorne zu montieren. Ursprünglich hatte keine. Ich fahre das Auto tatsächlich sehr viel, also immer. Ich fahre im Alltag, wenn es irgendwie geht, immer den Käfer, also zum Arbeiten oder so. Ich fahre immer den Käfer. Im Sommer, so viel ich kann, also zum Arbeiten, fahre ich den eigentlich immer Achse natürlich und sonst den Bus eben. Und mit dem fahre ich auch wirklich alles selber. Und den Käfer auf die Treffen, vor allem weil es halt bis nach Berlin oder so natürlich auch keinen Spaß macht. Nee, also das will ich nicht. Da fahre ich den dann schon auf dem Trailer. Also da will ich nicht Achse fahren. Aber sonst fahre ich den schon, nicht durch das, dass ich ja auch viele Autos habe oder Fahrzeuge, fahre ich 2.500, 3.000 Kilometer im Jahr, aber schon den Käfer auch. Und halt zum Arbeiten hauptsächlich. Ja. Dann bedanke ich mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zu dem Auto erzählen und es gefällt euch. Und könnt ihr auch ein paar Kommentare da lassen. So, ciao.